Zum Sägen von Massivholz stehen euch verschiedene Gestellsägen zur Verfügung. Klassisch gibt es 3 Stück: die grob gezahnte Schlitzsäge zum Sägen längs zur Faser, die feinere Absatzsäge zum Sägen quer zur Faser und die schmale Schweifsäge zum Sägen von Rundungen. Wir haben eure Absatzsägen mit japanischen Universalsägeblättern ausgestattet. Die haben eine andere Schneidengeometrie und gehärtete Zähne. Probiert am besten die verschiedenen Sägen für die unterschiedlichen Holzrichtungen selbst aus. Wenn es an das Sägen geht, müsst ihr euer Werkstück in die Hobelbank einspannen. Stellt die Sägeblätter leicht schräg und spannt sie dann. Durch die schräg gestellte Säge könnt ihr später eure Risse besser sehen. Haltet die Sägen immer am Griff an der Seite mit der Spannschraube. Fasst die Sägen knapp oberhalb des Hörnchens an. Erstellt eine kleine Kerbe als Sägeblattführung. Dabei könnt ihr einen Finger zur Hilfe auf das Sägeblatt legen. Dann arbeitet ihr mit den Gestellsägen auf Stoß. Sägt immer im abfallenden Teil und nutzt die gesamte Länge des Sägeblattes aus. Nehmt euch Zeit beim Sägen. Ein präziser Sägeschnitt ist immer schneller, als später nachzuarbeiten. Sollte die Säge einmal verlaufen, zieht ihr sie ein Stück nach oben und korrigiert dann die Richtung. Das Ziel muss sein, dass ihr von eurem Bleistiftriss genau die Hälfte wegsägt. Nach dem Sägen solltet ihr das Sägeblatt wieder entspannen.